Tja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist es wieder mal soweit. Es geht in eine neue Runde. Ich weiß es noch nicht. Es ist jetzt 10 vor Mitternacht, 10 Minuten vor Mitternacht. Und ich habe vor, zum Sonnenaufgang auf dem großen Auer zu sein. Das sind ungefähr 1,5 Stunden Autofahrt und dann nochmal 2,5 Stunden rauf auf den großen Auer von Bodenmais aus. So sieht der Plan aus und ich bin gespannt, ob das klappt. Ich habe bis jetzt keine Ahnung. Ich bin guter Dinge und ein bisschen müde, weil geschlafen. Naja, reden wir nicht drüber. Ja, wenn du wissen willst, wie das ausgeht, bleib dran. Also, auf geht's. Es ist jetzt 2:15 morgens. Draußen ist stockmauernfinster. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit die Kopflampe brauchen. Die Stirnlampe. Sonst sehe ich den Weg nicht. Aber wir gehen die Herausforderung an. Kommst du mit? Ich muss um kurz vor 5 muss ich da oben sein, weil 2 Minuten nach 5 geht die Sonne auf. Dann ist das ganze Spektakel erledigt. Ich würde vorschlagen, wir kommen in die Buschen. Du machst es gemütlich und ich ziehe mal meine Wanderschuhe an. Also, auf geht's. Gar nicht so einfach. Hörst du den Riesbach rauschen? Hier ist alles voll Steine. Puh. Na, das wird ja lustig bis hoch. Das habe ich mir dabei bloß wieder gedacht. Leute, krass. Bin ich echt gespannt, ob ich das da hoch schaffe. Siehst du was? Ich befürchte nein. Aber du hörst es. Ich bin am Rieslochfall. An den Rieslochfällen. Sieht einfach klasse aus. Also mit den Steinen hier, das ist schon mal dreimal anstrengend. Ich glaube, wir haben jetzt so 15, 16 Grad. Das ist so Obergrenze für berghoch. Bin ich froh, dass ich das jetzt in der Nacht mache und nicht irgendwann in der Früh oder vormittags oder mittags oder so. Ja, jetzt kommen natürlich alle möglichen Falter und die unmöglichen auch und wollen sich an mir festhalten. Okay, gehen wir weiter. Boah, ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Die Vögelchen fangen an zu singen. Es ist jetzt 4:07. Bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Man sieht der Morgen, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich sehe es. Der Morgen graut schon so ganz langsam, aber ganz leicht. Das ist jetzt die letzten 700 Meter. Das sind die schlimmsten. Ich bin hier schon ein paar Mal rauf. Das sind dann so 30 Zentimeter Treppen. Schön, dass es Treppen gibt, wirst du vielleicht sagen, aber 30 Zentimeter, eine nach der anderen. Nach 600 Höhenmetern. Aber ich werde es schaffen. Definitiv schaffe ich meinen Sonnenaufgang. Kannst du sehen. Großer Aber, 1456. Noch 500 Meter. Es ist jetzt genau um 4. Da ist der Gipfel. Halt da. Doch. Da will ich jetzt rauf. 4:10. Ich habe es geschafft. Und es hat sich gelohnt. Ist das krass.
Das ist der Hammer. Das rot blinkende Licht ganz hinten, das müsste schon Tschechien sein. Wow. Gehen wir mal hoch zum Gipfel, da wollten wir ja hin. Boah, jetzt habe ich gerade das Video schon mal gedreht, ohne Ton. Ich bin der Hirsch. Okay, es ist jetzt um 6. Ich bin hier auf dem großen Aber. Es hat sich gelohnt, heute Nacht mal nicht zu schlafen, sondern mit dem Auto nach Bodenmais zu fahren und dann die 660 Höhenmeter hier rauf zu laufen. Ich war um 10 nach 5 hier oben. War nicht ganz alleine, da waren noch 2 Mädels aus Tschechien und ein Radlfahrer. Aber herrlich. Ich zeige dir das mal. Ein Rundumblick. Leute, ich wiederhole mich. Wohnen wir in einem schönen Land? Freitag früh 6 Uhr. Sieht das hier so aus. Morgen Nachmittag steppt hier der Bär. Auf jeden Fall hat mir das heute hier riesigen Spaß gemacht. Jetzt bin ich noch darüber auf den anderen Hügel und das hier mal ablichten, den ganzen Arber-Komplex. Und dann geht es zurück zum Auto. Ich möchte um 8 wieder am Auto sein. Ich habe keine Termine, aber einfach so. Diese Kugeln hier werden, so wie es dran steht, noch militärisch genutzt. Wozu immer das gut ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist hier oben die Zeit langsam vergangen, aber so richtig langsam. Ich hätte schwören können, dass ich schon 2 Stunden hier oben bin. Nicht mal eine Stunde. Das ist schon interessant. Ja, auf jeden Fall großer Aber, 1456. Jetzt weiß ich es nicht mehr, ich stand gerade oben. Ja, stand ja auf der Tafel, egal. Ja, hier oben gibt es so einen Rundweg. Auf diesem Plateau. Sehr schön zum Laufen. Dann haben wir auf der anderen Seite ist die Bergbahn. Also man kann auch mit der Bahn hier hochfahren. Ist das eine Aussicht? Wow! Sag selbst.
Da unten geht der Weg lang. Sag selbst, wie ist das? Gehen wir noch ganz hoch. Aufpassen, dass mein schwerer Rucksack nicht zu viel will. So. Jetzt. Die Hütte, die du da drüben siehst, ist die Kamer Hütte. Von hier aus eine halbe Stunde. Die ist auch bewirtschaftet, nichts mit Übernachten. Ist direkt vorm kleinen Aber. Wow. Dieser Turm, wenn du den da hinten siehst, dieser weiße Turm, ist der hohe Bogen. Ist auch so eine militärische Geschichte. Das sind diese Stufen, die ich vorhin erwähnt hatte. Die sind so, ja, mal 20, mal gute 30 Zentimeter hoch. Aber ich glaube, das Schlimmste daran ist, dass die eine Schrittlänge von 45, 50 Zentimeter haben. Und wenn du da hoch willst, machst du einen riesen Schritt. Und das geht ziemlich in die Beine. Treppensteigen, die normal eine Stufe an der anderen ist kein Problem. Aber das hier mit dem blöden Abstand, das geht ziemlich in die Beine. Zumindest bei mir. Also ich habe vorhin wieder gekeucht. Aber geschafft. So wie jedes Mal. Was jetzt zunehmend nervt, sind diese kleinen Fliegen. Und davon gibt es hier reichlich. Ich habe mich auf dem letzten Felsen von der Zeit her ein bisschen zu viel fotografiert. 3/4 Stunde. Da habe ich den kompletten Sonnenaufgang und alles Mögliche vorhin am Gipfel gemacht. Wahnsinn. Jetzt ist die Zeit weg. Huhu. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr allzu viel filmen. Letzter Blick auf den großen Aber. Das ist hier die Schutzhütte Bretterschachten. Hier gibt es auch Stempel, Wanderstempel. Das ist noch eine Bank. Und jetzt geht es über die Weide. Das ist hier diese Aber-Hochstraße. Die geht hier in Schlangenlinien, Zickzack oder wie man das nennen will, rüber. So. Jetzt wird es langsam warm. Flugzeuge oben machen schöne Muster, oder? Bin nicht müde, also ich denke, ich werde nach Hause fahren und mich dort aufs Ohr hauen. Weil das ist natürlich viel bequemer. Da muss ich dann hinterher nicht nochmal fahren. Also jetzt eine Stunde laufen. Ja, fast 2 Stunden fahren bei dem Verkehr. Heute ist Freitag. Zähne, ja, dann bin ich halt 10:30 zu Hause, lege ich mich aufs Ohr. Na, das ist ja mal eine feine Hütte. Die zeige ich dir noch. Komm, da gehen wir noch zusammen hin. Hat auch schon ihre besten Zeiten gesehen, aber steht, ne? Steht. Da ist sogar ein Schloss dran. Gäste, Speisereste, immer das. Oh, seit 66 mindestens steht sie. Da steht 66 dran. Mindestens. Interessant, oder? Ich gehe mal lieber, bevor mich diese netten Fliegen fressen. Aber die Heidelbeeren stehen hier groß. Schau mal, und so viel dran. Das wären alles Heidelbeeren.
So, meine Tour geht langsam zu Ende. Ich bin so gut 10 Minuten bin ich wieder im Auto. Es ist jetzt kurz nach 8. Ich habe mich doch noch ein bisschen mit Fotografieren aufgehalten. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Zeitplan hingekommen. Also ich habe es nicht bereut, heute mal nicht zu schlafen, sondern hier auf den großen Arber zu fahren, diesen Sonnenaufgang zu bewundern und für dich festzuhalten. Wow, das sind neue Baumpilze, mein Lieber. Schau her. Wow. Die sind relativ neu. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool und es war nicht mal kalt. Der Wind ging ganz leicht dort oben, aber an sich diese 14, 13 Grad, die es haben sollte, hat es bestimmt gehabt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuschauen. Vielleicht hast du ja ein bisschen was mitgenommen für deinen Alltag oder den Alltag neben dem Alltag. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ne? Bleib schön neugierig, bleib mir gewogen, bleib gesund. Empfehle mich vielleicht weiter, wenn es dir wirklich gefallen hat. Und geh ab und zu vor die Tür. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen, dein Olli. Hau rein. Eine Sache noch, die die wenigsten wissen. Und zwar ist das hier der Aufsprunghang von der alten Risslochschanze. Da drüben ist noch der alte Schanzentisch. Deswegen ist das alles noch, das ist aus Stahl, ist alles noch da. Das habe ich mal gesehen. Muss man allerdings über den Fluss rüber, über den Bach. Wird ein bisschen problematisch, weil das hier ein bisschen etwas breiter ist. Aber auf jeden Fall ist dort oben dieser Schanzentisch, diese Sprungschanze. Und das war hier der Auslaufhang. Fertig. Das ist tatsächlich wirklich so eine Unerhört.